eines bayerischen Herrschers der Wittelsbacher Dynastie filmreif ist, dann das. Er war ein Schöngeist und Harakiri-Feldherr, ein Karrierist und exzellenter Heiratsdiplomat, Wunschkind seiner Eltern. Aus Dank für seine Geburt errichteten sie die berühmte Theatinerkirche im Herzen von München. Er war ambitioniert und hat alles politisch auf eine Karte gesetzt und, Spoiler, verloren. Ich rede über den bayerischen Kurfürsten Max Emanuel. Er hat von 1662 bis 1726 in einer politisch äußerst turbulenten Zeit gelebt. Das Schloss Schleißheim, 30 Minuten nördlich vom Stadtzentrum Münchens, ist sein großes persönliches Projekt. Max Emanuel war ein Meister barocken Selbstmarketings und Schleißheim sollte seine politische Botschaft an die Rivalen sein, das Schloss sein bayerisches Versailles werden. Ich treffe heute zwei Expertinnen, die mir mehr über das filmreife Leben des bayerischen Sonnenkönigs Max Emanuel erklären. Bist du ready? Let's go! Hey Priscilla. Hallo Konstantin, schön dich zu sehen. Ja, in diesem krass riesigen Schloss ist alles so mega. Der Typ, der das hier gebaut hat, muss richtig erfolgreich gewesen sein. Meinst du? Nee, also ganz so stimmt's nicht, aber ist echt eine tolle Geschichte. Komm mal mit, ich zeig's dir. Okay, bin ich gespannt. Let's go. Wow. Das ist mal eine Ansage. Das ist eine Ansage, ja. So riesig. Oh yes. Wow. Der Max Emanuel hat ja sein Image als der große Trückenbezwinger ganz heftig gepflegt. Wie zeigt sich das denn besonders hier jetzt in diesem großen Saal? Tja, da musst du nur mal nach da schauen und nach da. Was siehst du denn? Du Schlachten? siehst zwei riesige Schlachtengemälde. Hier einmal die Schlacht von Mohacs 1687. Die erste, wirklich die Schlacht, wo Max Emanuel alle überrascht hat. Denn er hat die Osmanen echt vernichtend geschlagen. Und ich glaube, das sieht man auch ganz gut. Rechts kommen die Soldaten Max Emanuels angerannt und die Osmanen, die fliehen. Du siehst die Rauchschwaden, es ist wildes Durcheinander. Hier ist der Sieger, der sich zeigt. Und auch hier, das ist die Schlacht von Wien, die hier von Franz Joachim Beich gezeigt wird. Und du siehst ja hinten die Donau und du siehst, wie die Soldaten aufgestellt sind, die Regimenter. Du siehst die blau gewandeten bayerischen Soldaten. Das sind die großen Schlachten, die Max Emanuel hier seinen Besuchern zeigen will. Und wie zeigt er sie denn? Das ist für mich einfach total krass. Ja, man fühlt sich richtig wie in so einem riesen Flatscreen, dass man bei der Schlacht dabei ist. Und dahinter ist ja der Viktoriensaal. Das klingt ja irgendwie so ein bisschen nach Sieg. Was hat es damit auf sich? Tja, also du siehst es ja schon, hier dieses goldgerahmte Bild. Weißt du was, lass mal ein bisschen näher hingehen. Okay. Was hat es mit dem goldgerahmten Bild denn auf sich? Das ist der Empfang der osmanischen Gesandtschaft bei Max Emanuel. Und links, da sitzt er, der blaue König, wie ihn die Osmanen immer genannt haben, Mavi Kral. Weißt du, warum blauer König? Weil war er ja gar nicht. Schau mal seinen Rock an, strahlend blau. Das war so eindrücklich, dass man ihn danach benannt hat. Wenn du dir das Bild weiter anschaust, dann siehst du das Machtgefälle. Max Emanuel in seinem Lehnstuhl, wie er uns hochmütig anschaut. Und die Osmanen, die sitzen auf dem Boden, unterwürfig. Sie bitten, ihr Leben zu verschonen. Und wenn du dich hier umschaust in dieser ganzen Pracht, dann siehst du die großen Schlachten Max Emanuels. Das ist wirklich ein Saal, der dem Sieg Max Emanuels gewidmet war. Und in den Schränken, die sieht man jetzt gar nicht so, die sind hier eingebaut. Okay.
Da waren die erbeuteten Fahnen, die Feldzeichen der Osmanen verwahrt. Und am Münchner Hof hat man die für Theater benutzt. Okay. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum die heute nicht mehr da sind. Ich würde dir echt gerne zeigen, die schade. Leute. Aber die ist leider verbrannt. Also gab es nur die Fallen oder gab es noch mehr Teile, die zur Türkenbeute dazu gezählt haben? Da gehört noch viel, viel mehr dazu. Und bei uns im Museum gibt es tatsächlich noch 3 osmanische Zelte, die Max Emanuel in Mohacs erbeutet hat. Die Zeltburg des Großveziers hat erbeutet, das prestigeträchtigste, was man erbeuten konnte, auf das alle scharf waren. Okay. Ja, klar, wenn man das Zelt, quasi das Schlafzimmer von seinem Feind erbeutet, Genau. Ist natürlich ein starkes Stück. Ja. Ja. Und weißt du was? Er hat es sogar immer noch weiterverwendet. Der ist damit auch später in den Krieg gezogen. Okay. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Ja, ziemlich beeindruckend auch die ganzen Herkules-Darstellungen hier. Da sieht man schon, da will jemand unterstreichen, dass er ziemlich eins über Knüppel, mit dem Knüppel über die Rübe geben kann. Ja, tatsächlich hat sich Max Emanuel Zeit seines Lebens als bayerischer Herkules dargestellt, der gegen den osmanischen Höllenhund, wie es in einem Emblembuch bei uns in der Sammlung heißt, gezogen ist. Also der hat schon echt in Bildern gedacht. Jetzt vom Kriegsherrn will ich mir aber noch mal eine andere Seite von Max Emanuel anschauen und würde jetzt einfach mal weiter durch das Schloss ziehen. Wir sehen uns nachher noch mal. Bis dann. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Das ist mal eine Gemäldegalerie. Ich treffe jetzt eine Expertin, die ich alles dazu fragen werde. Let's go. Hallo Theresa. Hallo Konstantin. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Du bist ja von den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und kannst mir sicherlich alle meine Fragen zu dieser bombastischen Gemäldegalerie beantworten. Sehr, sehr gerne. Ich meine, fast 60 Meter Länge, über 40 Gemälde in barocker Hängung auf dieser prachtvollen Seidentapete. Das ist schon wirklich eine unserer glanzvollsten Galerien. Das heißt, man kann schon so sagen, das ist ein richtiger barocker Blockbuster, oder? Absolut. Ich habe gelesen, Theresa, dass am 7. November 1709 Max Emanuel ja tatsächlich auch in Versailles war und dort den Sonnenkönig selber getroffen hat. Jetzt würde mich interessieren, inwiefern hat er sich denn von Frankreich inspirieren lassen? Es ist tatsächlich so, dass diese Grande Galerie ganz deutlich am Vorbild des Spiegelsaals in Versailles orientiert ist. Das haben auch tatsächlich Besucher dieser Galerie im 18. Jahrhundert auch so vermerkt, dass sie das direkt an Versailles erinnert. Dazu auch die prachtvolle Enfilade, also wirklich die hintereinander gesetzten Türen, wo man wirklich durch die gesamte Länge dieses Trakts hindurchschauen kann. Das ist alles dieses französische Versailles-Feeling, was sich Max Emanuel hier nach Bayern geholt hat. Ja. Wie hat man denn als barocker Herrscher denn überhaupt so viele Gemälde ankaufen können? Wie funktioniert das? Tatsächlich sind die Gemäldeankäufe von Max Emanuel für uns auch als Staatsgemäldesammlung ganz wichtig. Das ist so einer der großen Sammler. Und es gibt ein magisches Datum, den 17.09.1698, wo Max Emanuel gerade als Statthalter der Spanischen Niederlande bei einem Antwerpener Kunsthändler, dem Giesbert von Kohlen, einen riesigen Gemäldeankauf auf einen Schlag tätigt. 101 Gemälde für 90.000 brabantische Gulden. Das kann man, wenn man das in der Kaufkraft ungefähr auf heute überträgt, das sind mehrere Millionen, also im zweistelligen Millionenbereich. Und ja, auf einen Schlag 101 Gemälde, vor allem flämische und italienische Malerei, also ganz prominent Rubens, ja, Van Dyck, aber auch Tizian, Veronese. Und das ist der Grundstock, mit dem er dann sein Schloss ausstattet. Und welche Bildmotive hängt das sich da so in diese Galerie rein? Tatsächlich können wir durch die erhaltenen Inventare die Hängung, die frühere Hängung rekonstruieren. Und daraus ergibt sich ein spannendes Bildprogramm, wo man auch merkt, ja, Max Emanuel hat sich hier in seinem Schloss erst als Kriegsherr inszeniert, ja, Mars. Und jetzt wechseln wir zum Motto Ars. Nämlich, wo er sich hier als Förderer und Sammler der Künste inszeniert. Und es dominieren vor allem Themen rund um die Herkules-Legende
Und dann auch prunkvolle, große Jagdgemälde, die heute größtenteils eben in der Alten Pinakothek, so als unsere Sahnestücke, hängen. Aber auch ein Porträt von Tizian von Kaiser Karl V. und Van Dyck-Porträts, also vor allem Historien- und Porträtmalerei, also so das Best-of, was er sich hier in der Galerie hinhängt. Und ja. Und war das auch so, dass man, so wie man es vom heutigen Kunstmarkt kennt, dass alle irgendwie ein Gemälde haben wollen? Gab es das damals auch? Es gab tatsächlich solche viel und heiß diskutierten Gemälde und ihm gelingt auch ein solches anzukaufen, nämlich den Bethlehemitischen Kindermord von Peter Paul Rubens. Krasses Thema, aber ein gefeiertes Werk damals. Und dieses Top-Stück, das hängt er sich tatsächlich in sein Paradeschlafzimmer. Okay. Und sind diese ganzen Gemälde, die wir jetzt sehen, auch die Gemälde, die Max Emanuel für hier gekauft hat? Leider nicht. Okay. Die meisten hängen in der Alten Pinakothek und sind eben wirklich unsere Top-Werke zum Teil. Hier bei der Neueinrichtung dieser Galerie 2001 wurde versucht, den Vibe von damals, also so eine prachtvolle barocke Hängung, wie sie auch zu Max Emanuels Zeiten ausgesehen haben könnte, einfach das wieder zu inszenieren. Und es ist tatsächlich ein Gemälde, welches hier hängt, was damals auch hier ausgestellt war. Dann, das will ich mir anschauen. Sehr gerne, komm. Wow. Da ist es schon. Das ist ganz genau. Cool. Damals Rubens und heute eben Rubens Umkreis zugeschrieben, Christus und Johannesknabe. Mir ist aufgefallen, Therese, dass ja wirklich fast alle Rahmen dieselben sind. Wie kommt das? Tatsächlich, genau. Heute sind nicht mehr alle Rahmen gleich. Früher waren alle Rahmen identisch. Das sind von Effner entworfene Rahmen, die sogenannten Effner-Rahmen. Und das sollte natürlich den Effekt haben, diese Sammlung irgendwie optisch zusammenzufügen. Also wir haben ja von der Hängung her diesen Effekt auf Symmetrie, ja, beeindruckende Bilder in symmetrischer Hängung und dann noch mit den gleichen Rahmen ist natürlich unglaublich opulent und bindet auch wieder alles zusammen zu so einem Raum-Gesamtkunstwerk. Die hängen auf diesem krass schönen Seidentextil. Das war wahrscheinlich auch ziemlich teuer, könnte ich mir vorstellen, oder? Absolut. Und tatsächlich ist das eben auch jetzt nicht die originale Bespannung, dafür ist der Zustand auch zu neu. Aber wir haben eben die ursprüngliche Tapete versucht zu rekonstruieren und die war auch damals eben so ein roter Seidenbrokatell, unfassbar teuer. Und Max Emanuel lässt sich nicht lumpen. Und der Trick war, dass hinter den großen Gemälden einfach die Wandbespannung ausgespart war. Das heißt natürlich, man konnte auch nicht groß umhängen, aber man spart sich einiges an Geld. Klug, gewusst wie. Absolut. Da ist der Marketingstratege wieder unterwegs. Danke dir, Theresa, für deine Zeit und deine Erklärungen. Sehr gerne. Ich schaue mich jetzt noch ein bisschen weiter in dem Schloss um. Immer auf der Suche nach der Persönlichkeit von Max Emanuel. Let's go. Ja, weißt du was? Ich zeig dir jetzt mal ein Gemälde von Max Emanuel im Speisesaal und dann reden wir mal über seinen Lebenslauf, weil der ist nämlich richtig irre. Super gerne. Let's go. Da ist er ja, der blaue Kurfürst auf seinem Schlachtenross. Ja. Wo war er da gerade unterwegs? Tja, das wissen wir gar nicht so ganz genau, weil es ist eigentlich mehr eine Allegorie. Max Emanuel, der große Feldherr hoch zu Ross, der den Weg weist, seinen Truppen, die wir da im Hintergrund sehen. Das ist eigentlich richtiges, das bin ich Bild. So Und wollte er sich sehen. war er schon so von Anfang an Feldherr oder wie ist er dazu geworden eigentlich? Ja, so ganz war das nicht abzusehen. Max Emanuel ist nämlich gar kein klassischer Feldherr, hat gar nicht so die richtige Ausbildung erhalten. Aber es bot sich ihm schon in jungen Jahren die Möglichkeit, sich auf den Schlachtfeldern Oberungarns, das war die Slowakei, Ungarn, zu beweisen im Kampf gegen die Osmanen. Und da war er richtig tollkühn. Da ist er an vorderster Front mitmarschiert und hat gekämpft. Das war absolut ungewöhnlich in der Zeit. Das heißt, die anderen Fürsten waren bequem in ihren Zelten gesessen, während Max Emanuel vorne hoch zu Ross in der ersten Reihe war. Okay, krass. Genau, es gab sogar manche Fürsten, die sind extra aufs Schlachtfeld gereist, als eine Art von Urlaub, um sich Mitbringsel mitzubringen vom Schlachtfeld, um zu sagen, wir waren dabei. Aber Max Emanuel mittendrin statt nur dabei. Wie hat er denn dann seinen Ruf als Feldherr begründet?
Ja, das waren tatsächlich in den Feldzügen gegen die Osmanen in den 1680er Jahren. Es beginnt 1683 mit dem Entsatz von Wien. Die Türken, die Osmanen stehen vor Wien und halb Europa kommt zur Hilfe. Der Kaiser ist geflohen und Max Emanuel ist dabei. Hilft dem Kaiser aus der Patsche quasi. Genau. Also er verdient sich seine Sporen und in den Jahren danach zieht er immer wieder im Sommer gegen Oberungarn und kämpft dort mit. Und er ist auch wahnsinnig erfolgreich. Mohacs 1687, 1688 in Belgrad und auch danach in den 1690er Jahren ist er natürlich auf wahnsinnig vielen Schlachtfeldern im Pfälzischen Erbfolgekrieg. Er kämpft bei Mainz, er ist in Carmagnola, in Namur. Also eigentlich ist er überall, nur nicht in Bayern. Jetzt, soweit ich weiß, war das ja mal so die glückliche Phase, aber danach, glaube ich, hat sich das Blatt ein bisschen für ihn gewendet. Warum? Ja, das ist total schwer zu erklären. Also wir können long story short machen. Sein Sohn, sein erstgeborener Sohn, der eigentlich spanischer König werden sollte, stirbt. Das Kräftegleichgewicht Europas gerät aus den Fugen und es bricht eigentlich der spanische Erbfolgekrieg aus. Und da trifft er einfach ein paar sehr unkluge Entscheidungen, der Max Emanuel. Er stellt sich nämlich gegen den Kaiser, obwohl er ein Reichsfürst ist, also dem Kaiser untertan, und stellt sich auf die Seite von Frankreich, dem Sonnenkönig Ludwig XIV. Und da die Schlacht von Höchstädt, die ist dann das große Minnetekel. Die geht krachend schief. Max Emanuel muss fliehen, flieht inkognito in Richtung Frankreich. Und es wird eigentlich noch schlimmer. 1706 kommt da auch noch die Reichsacht. Das heißt, ihm wird die Kurfürstenwürde abgenommen. Er ist ein Nobody. Das heißt, was kann er dann nicht mehr machen, wenn er nicht mehr Kurfürst ist? Er kann dann den Kaiser nicht mehr mitwählen. Ah, okay. Und das ist natürlich die Höchststrafe für eine Person wie Max Emanuel, die immer darauf aus war, für das Haus Wittelsbach die Kaiserkrone zu holen. Und das ist natürlich der absolute Albtraum. Daneben, und das ist noch viel schlimmer, Bayern wird besetzt durch Österreich, also durch den Kaiser und wird ausgebeutet. Das Land leidet ganz massiv und Max Emanuel ist weg. Das heißt, er ist einmal politisch richtig falsch abgebogen. Richtig, aber so richtig. Genau. Und im Exil, da gibt es ja auch ein sehr schönes Gemälde hier in Schloss Schleißheim über seine Exilphase, vor allen Dingen das Ende. Und da würde ich ganz gern mit dir noch mal hinschauen, dass du mir so ein bisschen den Kontext erklärst. Sollen wir mal gucken? Sehr gerne. Let's go. Gemälde, Priscilla. Und das sieht der Max Emanuel ein bisschen gealtert aus. Warum? Nur ein kleines bisschen. Also wir sind jetzt hier so 1714, 1715. Max Emanuel kehrt aus dem Exil zurück. Im Hintergrund siehst du übrigens Schleißheim. Max Emanuel hat über 10 Jahre seine Familie nicht mehr gesehen. Krass. Und jetzt hier Therese Kunigunde, seine Frau, der Kurprinz, also sein Nachfolger Karl Albrecht. Und sie alle sind endlich wieder zusammen. Teile der Familie waren in Venedig in den 10 Jahren, er selbst in Frankreich, Belgien, Teile der Familie aber auch in Wien. Und das ist jetzt das große Wiedersehen der Familie. Heißt das, das war eins seiner Ups oder eins seiner Downs? Dann, wie hat sich das dann weiterhin entwickelt mit seiner steilen Karriereoption, Ambition, Kaiser zu werden? Max Emanuel ist jetzt back in game. Okay. Absolut. Er hat die Kurwürde wieder und er kann jetzt daran gehen, seinen Sohn, den Kurprinzen, zum Kaiserkandidaten aufzubauen. Und das macht er dann bis zu seinem Lebensende. Er lässt hier Schleißheim ausbauen nach französischem, nach Versailler Vorbild. Und das, glaube ich, das sieht man hier echt überall. Ich habe gelesen, dass Max Emanuel ja ziemlich auch so ein Heiratsdiplomat war. Was gibt's da zu wissen? Ja, also er arbeitet natürlich dran, dass Karl Albrecht mal Kaiser werden kann. Und dafür arrangiert er eine Ehe Karl Albrechts mit der Tochter des Kaisers Maria Antonia. 1722 ist das dann. Das ist auch eine große Party, die er da gibt. Und ist sein Plan dann aufgegangen letztendlich? Absolut.
Denn 1742, also lange nach dem Tod von Max Emanuel, wird Karl Albrecht in Frankfurt am Main zu Karl VII., Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. Finally. Wenn man wissen möchte, wie Marketing richtig funktioniert, muss man eigentlich einen barocken Herrscher fragen. Zum Beispiel Max Emanuel. Ich fand es super spannend, hinter die Kulissen seines Schlosses und seines bewegten Lebens zu schauen, sein Karriereziel zu verstehen, Kaiser zu werden und zu erfahren, dass vieles von den ambitionierten Zielen auch eher nicht so geklappt haben. Aber Max Emanuel hat nie aufgegeben und hat sich selbst als der Retter Bayerns, als erfolgreicher Feldherr inszeniert und Barockfürst nach dem Vorbild des großen französischen Sonnenkönigs. Letztendlich war sein Marketing, kann man sagen, richtig erfolgreich und seine riskante Politik und ihre katastrophalen Folgen wurden eigentlich fast vergessen. Das Bild des siegreichen Türkenbezwingers, des Begründers der bayerischen Armee und des kunstsinnigen Bauernherrns überstrahlt bis heute, 300 Jahre nach seinem Tod, alles. Wenn dir die Folge gefallen hat und du Schloss Schleißheim auch wunderschön findest, freue ich mich über einen Like. Und die nächste barocke Doku kommt sicherlich, deswegen folge meinem Kanal, um nichts zu verpassen. Und ich sage ciao und servus aus Schleißheim.